Lektion 1. Wohlfühlen mit Freude. Hey Anna, ich wollte deine Gedanken zu etwas hören. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren für ein allgemeines Wohlbefinden? Das ist eine gute Frage, John. Meiner Meinung nach geht wahres Wohlbefinden über körperliche Fitness hinaus. Es geht darum, unsere Gesundheit zu fördern und Aktivitäten zu finden, die uns Freude bereiten. Das ist eine wirklich interessante Perspektive. Kannst du das etwas näher erläutern? Absolut. Ich glaube, dass wir uns nicht nur darauf konzentrieren müssen, aktiv zu bleiben und gut zu essen, sondern uns auch darauf konzentrieren müssen, eine positive Denkweise zu entwickeln und Hobbys auszuüben, die uns Energie geben. Ich verstehe, was du meinst. Es geht nicht nur um die physische Seite der Dinge, sondern auch um die mentalen und emotionalen Komponenten des Wohlbefindens. Exakt. Dinge wie Stressbewältigung, Dankbarkeit üben und sich Zeit für die Aktivitäten nehmen, die uns wirklich am Herzen liegen, sind ebenso wichtig. Das macht sehr viel Sinn. Es geht also wirklich darum, ein ganzheitliches Gleichgewicht in allen Aspekten unseres Lebens herzustellen. Ja, genau. Wenn wir diese Art von Harmonie erreichen können, beginnen wir echtes, nachhaltiges Wohlbefinden zu erleben. Das gefällt mir sehr. Es geht nicht nur darum, ins Fitnessstudio zu gehen oder auf unsere Ernährung zu achten, es geht darum, einen freudigen, erfüllenden Lebensstil zu pflegen. Genau. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig auf diesem Weg ermutigen und unterstützen, anstatt uns nur auf starre Fitnessziele zu konzentrieren. Das ist ein gutes Argument. Wellness sollte sich nicht wie eine lästige Pflicht oder Strafe anfühlen, sondern etwas, das unser Leben wirklich bereichert. Absolut. Wenn wir es von einem Standpunkt der Selbstfürsorge und des Selbstmitgefühls aus angehen, wird es so viel nachhaltiger und lohnender. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du diese ganzheitliche Perspektive teilst. Anna, es hat mir viel gegeben, worüber ich in Bezug auf meine eigene Wellnessreise nachdenken muss. Ich freue mich so, John. Letzten Endes geht es bei echtem Wohlbefinden um so viel mehr als nur um körperliche Gesundheit. Es geht darum, Balance und Erfüllung in allen Aspekten unseres Lebens zu finden. Auf jeden Fall. Okay, Zeit für mich, ein paar schöne neue Wellnessaktivitäten zu überdenken, die ich einbauen kann. Danke für den Chat. Wunderbar, John. Ich freue mich, von den neuen Wegen zu hören, die Sie finden, um Ihr allgemeines Wohlbefinden zu fördern. Ich wünsche dir alles Gute. Ich weiß es zu schätzen. Anna, in Ordnung. Zeit, mit meinem Wellnessplan kreativ zu werden. Bis später. Lektion 2. Fallstricke in den sozialen Medien. Hey Anna, ich wollte deine Meinung zu etwas hören. Ich habe in letzter Zeit viel über die möglichen Nachteile der sozialen Medien gelesen. Ah ja, das ist heutzutage ein sehr aktuelles und wichtiges Thema. Nach allem, was ich gelesen habe, kann eine übermäßige Nutzung sozialer Medien absolut zu negativen Auswirkungen wie Isolation und Depression führen. Exakt. Es scheint, als ob der ständige Vergleich mit dem kuratierten Leben anderer im Internet die psychische Gesundheit wirklich belasten kann. Absolut. Und die Art und Weise, wie soziale Medien FOMO oder die Angst, etwas zu verpassen, erleichtern können, kann unglaublich schädlich sein. Auf jeden Fall. Es ist fast so, als würden wir süchtig nach diesem ständigen Strom von Inhalten und der Bestätigung durch andere. Absolut. Und dieses ständige Bedürfnis, online angeschlossen und engagiert zu sein, kann uns tatsächlich daran hindern, in unseren realen Beziehungen und Erfahrungen voll präsent zu sein. Das ist ein gutes Argument. Es ist ironisch, wie diese Plattformen, die uns verbinden sollen,
uns am Ende tatsächlich isolieren können. Exakt. Die Grenze zwischen gesunder Ernährung und schädlicher Obsession kann sehr verschwommen sein, besonders für jüngere Generationen. Definitiv ein berechtigtes Anliegen. Was sind Ihrer Meinung nach einige Möglichkeiten, um mit sozialen Medien ein gesünderes Gleichgewicht herzustellen? Nun, eine wichtige Sache ist, dass wir bewusst mit unserer Nutzung umgehen, Grenzen setzen, regelmäßige Pausen einlegen und uns auf Qualität statt Quantität des Engagements konzentrieren. Das macht sehr viel Sinn. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch wichtig ist, mehr darauf zu achten, was wir tatsächlich konsumieren und teilen. Absolut. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen, ständig eine perfekte Online-Persona auf Kosten unseres wirklichen Lebens zu kuratieren. Ganz gewiss. Es geht darum, Wege zu finden, soziale Medien so zu nutzen, dass sie unser Leben tatsächlich verbessern, anstatt es zu beeinträchtigen. Exakt. Und natürlich kann nichts eine echte persönliche Verbindung und Interaktion ersetzen, wenn es um unser allgemeines Wohlbefinden geht. Einverstanden. Okay, du hast mir viel zum Nachdenken gegeben, wenn es darum geht, eine gesündere Beziehung zu sozialen Medien aufzubauen. Danke, Anna. Natürlich. John, es ist heutzutage ein so wichtiges Thema. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, während Sie daran arbeiten, dieses Gleichgewicht zu finden. Das werde ich tun. In Ordnung. Zeit, einige dieser Gesundheitstipps für soziale Medien in die Praxis umzusetzen. Wir sehen uns später. Lektion 3. Die Inspiration der Natur. Guten Morgen, Anna. Ich wollte deine Gedanken zu etwas wissen. Welche Rolle spielt es deiner Meinung nach, Zeit in der Natur zu verbringen für unser allgemeines Wohlbefinden? Das ist eine wunderbare Frage, John. Meiner Meinung nach ist die Verbindung mit der Natur absolut notwendig für unsere Gesundheit und unser Glück. Ich stimme zu, es scheint so viele Vorteile zu geben. Kannst du das etwas näher erläutern? Absolut. Wenn wir in die Natur eintauchen, egal ob wir wandern, einen Garten pflegen oder einfach nur unter einem Baum sitzen, können wir uns vom Alltagsstress abschalten. Das macht sehr viel Sinn. Das ist wie eine Reise für unseren Geist und Körper, nicht wahr? Genau. Es hat sich gezeigt, dass der Aufenthalt in natürlichen Umgebungen Angstzustände reduziert, die Stimmung steigert und sogar die kognitiven Funktionen verbessert. Faszinierend. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass das Abschalten von Technologie und digitaler Reizüberflutung diesen Effekt haben könnte. Exakt. Und die Sinneserlebnisse in der Natur, die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Gerüche können unglaublich erholsam sein und ein tiefes Gefühl des Staunens auslösen. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich erdend und verjüngend sein muss. Haben Sie irgendwelche Lieblingsaktivitäten in der Natur oder Orte, die Sie gerne erkunden? Oh, ich liebe es, in den Bergen zu wandern oder Zeit am Meer zu verbringen. Die Weite und Schönheit dieser Naturlandschaften haben einfach etwas an sich, das mich mit Ehrfurcht und Frieden erfüllt. Das klingt absolut reizend. Das würde ich gerne irgendwann selbst erleben. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der sich mehr mit der Natur verbinden möchte? Definitiv. Ich würde vorschlagen, mit kurzen, häufigen Ausflügen zu beginnen. Schon ein Spaziergang durch einen örtlichen Park kann einen Unterschied machen. Und seien Sie präsent, sprechen Sie alle Ihre Sinne an und lassen Sie sich von der Umgebung inspirieren. Das ist ein guter Rat. Ich muss mir mehr Zeit nehmen, um in die Natur einzutauchen. Das klingt wirklich erholsam.
Ich bin mir sicher, dass du es unglaublich lohnend finden wirst, John. Die Verbindung mit der natürlichen Welt hat eine Art, uns auf so tiefgreifende Weise neu zu erden und mit Energie zu versorgen. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Okay, Zeit für mich, ein paar Abenteuer voller Natur zu planen. Danke für das aufschlussreiche Gespräch. Anna. Es war mir eine Freude, John. Es freut mich, dass du die Heilkraft der Natur erlebst. Viel Spaß bei deinen Erkundungen. Absolut. Bis bald. Zeit, rauszugehen und etwas von dieser natürlichen Inspiration aufzusaugen. Lektion 4. Pendelrätsel. Hey Anna, ich wollte dich nach deinem täglichen Arbeitsweg fragen. Wie lange brauchst du normalerweise, um dort anzukommen? Nun, das hängt wirklich vom Verkehr ab, John. An einem typischen Tag brauche ich etwa 20 bis 30 Minuten, um ins Büro zu kommen. Ah, ich verstehe. Alles in allem ist das nicht so schlimm. Findest du das Pendeln überhaupt frustrierend oder ist es überschaubar? Um ehrlich zu sein, kann es ein bisschen gemischt sein. An manchen Tagen fließt der Verkehr reibungslos, aber manchmal kann es eine echte Belastung sein. Das kann ich mir vorstellen. Das Navigieren im Berufsverkehr muss eine ziemliche Herausforderung sein. Was machst du normalerweise, um dir beim Pendeln die Zeit zu vertreiben? Nun, ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich höre mir oft Podcasts oder Hörbücher an, um mich zu unterhalten und mental stimuliert zu bleiben. Das ist eine tolle Idee. Es geht darum, Wege zu finden, die im Auto verbrachte Zeit zu optimieren, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ich habe auch angefangen, einige Achtsamkeitsübungen wie tiefes Atmen auszuprobieren, um ruhig und zentriert zu bleiben. Toll, das ist eine fantastische Möglichkeit, aus einer potenziell stressigen Situation eine Gelegenheit zur Selbstfürsorge zu machen. Exakt. Und ich finde, dass es mir wirklich hilft, viel konzentrierter und positiver zur Arbeit zu kommen. Das macht sehr viel Sinn. Denken Sie jemals über alternative Pendelmöglichkeiten wie öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften nach? Ich habe mir das angeschaut, aber leider stimmen die Routen und Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel einfach nicht sehr gut mit meinem Arbeitsplan überein. Ah, ich verstehe. Das kann eine echte Herausforderung sein. Fahrgemeinschaften könnten aber eine Option sein, oder? Definitiv, das ist etwas, das ich erforscht habe. Ich hoffe, einen Kollegen zu finden, der in der Nähe wohnt und bereit ist, die Fahrt mit anderen zu teilen. Das wäre ideal. Das Pendeln aufzuteilen könnte es viel erträglicher machen. Absolut. Und es wäre auch eine großartige Möglichkeit, meine Kollegen besser kennenzulernen. Sehr wahr. Okay, du hast mir viel zum Nachdenken gegeben, wenn es darum geht, meinen eigenen Arbeitsweg zu optimieren. Danke für die Einblicke, Anna. Natürlich. John, ich freue mich, dass ich einige nützliche Tipps geben konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie auf Ihrem täglichen Arbeitsweg weitere Fragen haben. Das werde ich tun. In Ordnung. Es ist an der Zeit, einige Strategien zur Verbesserung des Pendelns zu erkunden. Wir sehen uns später. Lektion 5. Erfrischt und erneuert. Hallo Anna. Mein Wochenende war großartig. Ich verbrachte die meiste Zeit damit, mich zu entspannen und neue Energie zu tanken, was genau das war, was ich brauchte. Das ist wunderbar zu hören, John. Ein bisschen Ruhe und Entspannung können Wunder bewirken, nicht wahr?
Absolut. Ich habe darauf geachtet, mich von der Arbeit und den sozialen Medien zu trennen und mich nur auf Aktivitäten zu konzentrieren, die mir Freude und Erfüllung bringen. Das ist eine so wichtige Praxis. Es ist so einfach, in die Hektik des täglichen Lebens verwickelt zu werden, nicht wahr? Auf jeden Fall. Aber mir diese Zeit zu nehmen, um sich zurückzusetzen und neue Energie zu tanken, ist entscheidend, um meine Energie und mein allgemeines Wohlbefinden Ich könnte aufrechtzuerhalten. nicht mehr zustimmen. Was hast du getan, um dich am Wochenende zu regenerieren? Nun, ich begann meinen Morgen mit etwas leichtem Yoga und Meditation, was mich wirklich in den Mittelpunkt gerückt hat. Und ich habe dafür gesorgt, dass ich auch nach draußen ging, um ein paar Spaziergänge in der Natur Das zu klingt machen. absolut reizend. Sich mit der Natur zu verbinden kann so erholsam sein. Das ist es wirklich. Und nachmittags frönte ich einige meiner Lieblingshobbys wie Lesen und Malen. Wunderbar, John. Es ist so wichtig, sich Zeit für Aktivitäten zu nehmen, die unsere Leidenschaft und Kreativität beflügeln. Exakt. Und abends habe ich mich nur darauf konzentriert, zu entspannen, vielleicht einen Film zu schauen oder eine schöne, gesunde Mahlzeit zu kochen. Das klingt nach der perfekten Balance. Eine Mischung aus körperlicher, geistiger und kreativer Verjüngung. Auf jeden Fall. Ich fühle mich erfrischt und erneuert, bereit, die kommende Woche mit Energie und Begeisterung anzugehen. Ich freue mich so, das zu hören, John. Es ist klar, dass Sie an diesem Wochenende Ihrer Selbstfürsorge und Ihrem Wohlbefinden wirklich Priorität eingeräumt haben. Absolut. Und ich bin dankbar, einen Freund wie dich zu haben, mit dem ich diese Art von Wellnesspraktiken teilen kann. Oh, danke, John. Ich freue mich, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen können, diese wichtige Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Ich auch, Anna. In Ordnung. Zeit, diese neue Woche mit dem richtigen Fuß zu beginnen. Danke fürs Einchecken. Natürlich. John, ich wünsche Ihnen eine wundervolle und produktive Woche. Bis bald. Du auch, Anna. Wir sehen uns später. Lektion 6. Freundliche Nachbarn. Hey Anna, ich wollte etwas teilen, das mir seit meinem Umzug in diese neue Nachbarschaft aufgefallen ist. Ach, was hast du beobachtet, John? Ich bin gespannt auf deine Gedanken. Nun, ich habe die Leute hier als unglaublich freundlich und gastfreundlich empfunden. Sie hören immer auf, um zu chatten, wenn ich unterwegs bin. Das ist wunderbar zu hören. Eine freundliche, gemeinschaftsorientierte Nachbarschaft kann den Unterschied ausmachen. Absolut. Ich habe die Interaktionen, die ich bisher mit den Nachbarn hatte, wirklich genossen. Sie scheinen wirklich daran interessiert zu sein, mich kennenzulernen. Das ist so nett. Das klingt, als hättest du einen wirklich warmen und einladenden Ort gefunden, an dem du dich wie zu Hause fühlen kannst. Auf jeden Fall. Sie haben mir sogar angeboten, mir bei Dingen wie Gartenarbeiten oder Besorgungen zu helfen, falls ich sie jemals brauche. Wow, das ist so rücksichtsvoll. Es ist klar, dass sie wollen, dass du dich in der Gemeinschaft unterstützt und zu Hause fühlst. Exakt. Ich denke, das Gefühl, aufeinander aufzupassen, ist einfach etwas ganz Besonderes. Ich stimme zu, John. Eine solche nachbarschaftliche Verbindung und ein Unterstützungssystem zu haben, kann einen großen Unterschied in der eigenen Lebensqualität ausmachen. Auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr glücklich, in einer so freundlichen und einladenden Gegend gelandet zu sein. Das ist wunderbar, John. Es ist toll, wenn man dort, wo man lebt,
wirklich ein Gemeinschaftsgefühl spüren kann. Absolut. Ich freue mich sehr darauf, meine Nachbarn besser kennenzulernen und ein aktiver Teil dieser Community zu werden. Das ist so eine positive Einstellung, John. Ich bin mir sicher, dass Ihr freundlicher und engagierter Ansatz sehr geschätzt wird. Das hoffe ich auf jeden Fall. In Ordnung. Ich sollte wahrscheinlich gehen, aber ich wollte diese aufmunternde Erfahrung mit dir teilen. Lektion 7. Die Schönheit der Natur blüht. Guten Morgen, Anna. Die blühenden Bäume und Sträucher haben die Luft in den letzten Wochen wunderschön parfümiert. Ist es nicht einfach wunderbar? Die lebendigen Farben und süßen Düfte sind zu dieser Jahreszeit ein wahrer Genuss. Auf jeden Fall. Es ist so ein verjüngender Anblick und Geruch nach den kahlen Wintermonaten. Exakt. Die Gärten in dieser Gegend erwachen im Frühling wirklich zum Leben, nicht wahr? Das tun sie in der Tat. Ich gehe regelmäßig spazieren, nur um all die spektakulären Blüten zu bewundern. Das ist eine wunderbare Idee. Es ist eine so ruhige Art, die natürliche Schönheit um uns herum zu genießen. Absolut. Und es hebt wirklich meine Stimmung, all diese Farbtutzer und Üppigkeit zu sehen. Das kann ich mir vorstellen. Die Natur hat eine Art, die Seele zu nähren, nicht wahr? Ganz gewiss. Es ist wie ein visuelles und olfaktorisches Fest für die Sinne. Wunderbar gesagt. John, ich finde es toll, dass die Gärten auch das ganze Jahr über so atemberaubend bleiben. Ich auch. Auch im Sommer und Herbst gibt es immer etwas Neues und Faszinierendes zu entdecken. Auf jeden Fall. Die saisonalen Veränderungen sorgen dafür, dass es sich frisch und belebend anfühlt. Exakt. Es ist so ein Vergnügen, in einer Gegend mit so lebendigem Grün und Blumen zu leben. Ich stimme zu, John. Es verbessert wirklich das allgemeine Ambiente und die Lebensqualität der Nachbarschaft. Auf jeden Fall. In Ordnung. Ich sollte wahrscheinlich gehen, aber ich bin froh, dass ich die Schönheit der Natur mit dir teilen durfte. Ich auch, John. Genießen Sie den Rest Ihres Tages, umgeben von all diesen schönen Blüten. Werde ich tun, Anna. Wir sehen uns später. Lektion 8. Paketverfolgung. Hallo Anna. Ich wollte mit dir über die Online-Bestellung sprechen, die ich Anfang dieser Woche aufgegeben habe. Hast du etwas darüber gehört, wann es ankommen könnte? Ah ja, lass mich einen Blick darauf werfen. Okay, basierend auf den Informationen zur Sendungsverfolgung beträgt die geschätzte Lieferzeit in etwa 20 Minuten. Oh toll, das ist gut zu hören. Ich war ein bisschen besorgt, dass es länger dauern könnte. Aber 20 Minuten sind das perfekte Timing. Wunderbar, ich freue mich, dass die Lieferung pünktlich ist. Es ist immer schön, wenn Dinge ankommen, wenn sie sollen. Auf jeden Fall. Ich hatte gehofft, dieses Paket vor dem Wochenende zu bekommen, damit ich den Inhalt für ein Projekt verwenden kann, das ich geplant habe. Ich verstehe, das macht absolut Sinn. Es ist praktisch, wenn das Timing für Ihre Bedürfnisse so gut passt. Absolut. Und ich weiß es zu schätzen, dass du die Tracking-Details für mich weiterverfolgst. Es ist hilfreich, diese Informationen zu haben. Natürlich helfe ich gerne weiter. Ich weiß, wie wichtig es ist, den Überblick über Paketlieferungen zu behalten, insbesondere bei zeitkritischen Projekten. Vollkommen.
In Ordnung. Nun, ich werde nach dem Zusteller Ausschau halten. Nochmals vielen Dank, dass du den Status für mich überprüft hast. Anna. Jederzeit. John, ich hoffe, der Inhalt des Pakets ist genau das, was Sie für Ihr bevorstehendes Projekt benötigen. Lass mich wissen, wie es geht. Das werde ich tun. In Ordnung. Zeit, an der Tür zu warten. Bis später. Lektion 9. Neue Wege erkunden. Hallo Anna. Ich wollte fragen, ob du Interesse hast, dieses Wochenende mit mir einen neuen Wanderweg zu erkunden. Oh, das klingt wunderbar, John. Welchen Trail hattest du im Sinn? Nun, ich habe über diesen Ort namens Christophals gelesen. Es soll eine wirklich schöne und landschaftlich reizvolle Wanderung sein. Christelfalls, Das klingt faszinierend. Wann hast du darüber nachgedacht zu gehen? Ich hatte gehofft, wir könnten es am Samstag da draußen schaffen, falls das in deinen Zeitplan passt. Samstag wäre perfekt. Ich habe keine anderen Pläne, also würde ich mich freuen, dich auf diesem Abenteuer zu begleiten. Wunderbar. Ich bin so froh, dass du dazu bereit bist. Ich denke, es wird eine großartige Möglichkeit für uns sein, nach draußen zu gehen und ein neues Gebiet zu Absolut. erkunden. Ich freue mich sehr darauf, diese Wasserfälle zu sehen und die natürliche Umgebung zu genießen. Das gleiche hier. Okay, wollen wir uns dann am Samstag gegen 10 Uhr treffen? Dieses Timing funktioniert hervorragend für mich. Wo möchtest du dich treffen, bevor wir zum Ausgangspunkt aufbrechen? Wie wäre es, wenn wir uns im Café an der Main Street treffen? Das ist ein günstiger Ausgangspunkt. Hört sich perfekt an. Ich werde sicherstellen, dass ich vor unserer großen Wanderung etwas Koffein und einen leichten Snack tanke. Eine hervorragende Idee. Gut, dann ist es ein Plan. Ich kann es kaum erwarten, diesen neuen Trail mit dir zu erkunden. Ich auch nicht, John. Das wird so viel Spaß machen. Wir sehen uns am Samstagmorgen. Ich kann es kaum erwarten. Toll, es ist ein Date. Genieß den Rest deines Tages. Anna, bis bald. Lektion 10. Einkaufsbummel. Hallo Anna, ich habe mich gefragt, ob du daran interessiert wärst, mich heute Abend auf einen Ausflug in die örtlichen Geschäfte zu begleiten. Oh, das klingt wunderbar, John. Was hattest du im Sinn? Nun, ich muss ein paar Dinge abholen und ich dachte, es wäre nett, die Geschäfte zusammen zu erkunden. Toll, ich würde mich freuen, zu dir zu kommen. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Hauptsächlich nur stöbern, aber vielleicht finde ich auch etwas für meine Schwester. Sie hat erwähnt, dass sie einen neuen Schal braucht. Das ist so rücksichtsvoll von dir. Das würde sie sicher schätzen. Ja, ich dachte, es wäre eine nette kleine Überraschung für sie. Und der Laden soll eine tolle Auswahl haben. Wunderbar. Ist das Geschäft in der Nähe oder müssen wir dorthin fahren? Es ist eigentlich nur einen kurzen Spaziergang von hier entfernt. Vielleicht 10 Minuten oder so. Perfekt, ein netter Spaziergang durch die Nachbarschaft klingt herrlich. Einverstanden. In Ordnung. Planen wir dann, in etwa einer Stunde aufzubrechen? Klingt gut für mich. Gib mir etwas Zeit, um hier aufzuräumen, und ich treffe dich draußen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf, mit dir in den Geschäften zu stöbern. Anna.
Ich auch, John. Das wird lustig. Okay, bis bald. Fantastisch, kann es kaum erwarten. Wir sehen uns gleich. Lektion 11. Leidenschaft für Leistung. Guten Morgen, Anna. Ich habe mich gefragt, ob du bereit wärst, über etwas zu chatten, an dem ich gearbeitet habe. Absolut. John, ich bin ganz Ohr. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe in letzter Zeit Schauspielunterricht genommen und ich fange wirklich an, eine Leidenschaft für Auftritte zu entwickeln. Oh, wie aufregend. Ich wusste nicht, dass du die Welt der Schauspielerei erforschst. Das ist wunderbar. Ja, es war so eine lohnende Erfahrung. Ich genieße wirklich die Gelegenheit, meine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist toll zu hören. Hattest du schon die Gelegenheit, vor Publikum aufzutreten? Noch nicht, aber ich hoffe, daran arbeiten zu können. Ich würde gerne meine neu entdeckten Talente unter Beweis stellen. Ich kann mir nur vorstellen, wie aufregend das wäre. Der Ansturm, live aufzutreten, muss unglaublich sein. Ich freue mich riesig darauf. Es war ein Ziel von mir, irgendwann die Bühne zu betreten. Das ist so bewundernswert, John. Ich bin mir sicher, dass Sie mit Ihrem Engagement in kürzester Zeit herausragende Leistungen erbringen werden. Das hoffe ich auf jeden Fall. Es war eine echte tägliche Reise, um meine Fähigkeiten weiter zu verbessern. Nun, ich habe keinen Zweifel, dass du dort ankommen wirst. Darstellende Kunst erfordert so viel Übung und Disziplin. Auf jeden Fall. Aber es ist die Art von Herausforderung, die ich wirklich gerne angehe. Tag ein, Tag aus. Das ist wunderbar, John. Das freut mich, dass du dieses kreative Medium gefunden hast, das dir so am Herzen liegt. Ich auch. In Ordnung. Ich sollte wahrscheinlich gehen, aber ich weiß es zu schätzen, dass Sie ein offenes Ohr haben. Jederzeit. John, ich freue mich darauf, im weiteren Verlauf Ihrer Schauspielreise mehr zu erfahren. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, Anna. Ich werde Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bis bald mit dir. Lektion 12. Mitfühlende Konversation. Hey Anna, ich wollte mit dir über etwas sprechen, das mich in letzter Zeit schwer beschäftigt. Natürlich. John, ich bin hier, um zuzuhören. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ich habe viel über die industriellen und wirtschaftlichen Verwüstungen in bestimmten Teilen der Welt gelesen, und es ist einfach herzzerreißend. Das kann ich mir nur vorstellen, John. Das Ausmaß dieser Krisen und des damit verbundenen menschlichen Leids ist wirklich verheerend. Exakt. Über 8 Millionen Menschen haben mit den Folgen zu kämpfen, und es fühlt sich einfach so überwältigend an. Diese Statistik ist umwerfend. Es ist schwer, sich das Ausmaß der Not vorzustellen, mit der so viele konfrontiert sind. Absolut. Ich fühle mich so machtlos zu helfen, aber ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was wir tun könnten, auch nicht im geringsten. Ich verstehe das Gefühl, John. Es ist ganz natürlich, dass man Kontakt aufnehmen und etwas bewirken will, wenn die Not so groß ist. Auf jeden Fall. Haben Sie irgendwelche Ideen, wie wir einen Beitrag leisten können, auch wenn es auf bescheidene Weise ist? Nun, vielleicht könnten wir einige seriöse Hilfsorganisationen, die in diesen Gebieten arbeiten, recherchieren und nach Möglichkeiten suchen, ihre Bemühungen zu unterstützen. Das ist ein toller Vorschlag.
Selbst eine kleine Spende könnte viel zur Linderung beitragen. Exakt. Und die Sensibilisierung für die Situation könnte auch andere dazu inspirieren, sich zu engagieren. Du hast recht. Jedes bisschen Mitgefühl und jede Handlung können einen echten Unterschied machen, egal wie groß oder klein. Absolut. John, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir alle die Macht haben, etwas Positives zu bewirken, selbst angesichts überwältigender Herausforderungen. Du hast so recht. In Ordnung. Ich fühle mich jetzt etwas hoffnungsvoller. Danke für dieses interessante Gespräch, Anna. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, ein mitfühlendes Ohr zu haben, John. Mal sehen, was wir tun können, um unter die Arme zu greifen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Auf jeden Fall. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit mir zu besprechen. Es bedeutet wirklich viel. Natürlich. John, ich bin für dich da und ich bin mir sicher, dass wir einen sinnvollen Weg finden können, unseren Beitrag zu leisten. Ein Schritt nach dem anderen. Absolut. In Ordnung. Ich sollte los, aber danke nochmal. Dieser Chat war sehr hilfreich. Jederzeit. John, passen Sie auf sich auf und lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Ideen haben oder weitere Hilfe benötigen. Das werde ich tun. Wir sehen uns bald. Anna. Bitte abonniere, like und teile unseren Kanal. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr großartige Inhalte zu erstellen. Danke.